Die Gebetserhörung. Auch wenn du es noch nicht siehst, Gott arbeitet an deinem Gebet. Diese Geschichte hatte ich im Sommer 2020 veröffentlicht. Nun kann ich dir sagen, dass unser Gebet erhört wurde. Um was es da genau ging und wie mir Gott zeigte, dass er bereits an der Arbeit ist und ich mich zurücklehnen und ihm einfach vertrauen darf, erzähle ich dir jetzt. So wie in vielen Familien läuft es in unserer auch nicht immer perfekt. Vor ein paar Jahren riss plötzlich das Band einer harmonischen Vater-Sohn-Beziehung. Der Grund? Zu viele Missverständnisse und Stolz. Als ich an die Beziehung zwischen meinem Mann und seinem Sohn dachte, wurde ich oft traurig. Wir haben so oft Zeit miteinander verbracht, gemeinsam gegessen, gelacht, gespielt, Filme geguckt und sogar zusammen geputzt. Mein Mann und ich beteten und mit uns viele meiner Freunde. Die Wochen vergingen und ganz ehrlich, ich wusste nicht mehr, wofür ich noch beten sollte. Alles, wofür ich gebetet hatte, zeigte keine Wirkung. Meine Gebete fühlten sich immer leerer an. Ob sie es wirklich an Gottes Ohr schaffen, fragte ich mich. Doch als ich an einem Morgen meinen täglichen Spaziergang mit meinen Hunden nachging und wie oft dabei betete, zeigte mir Gott etwas Wundervolles. Im Geist sah ich meinen Stiefsohn. Tränen liefen langsam über sein Gesicht. Ein Reagenzglas lehnte an seiner Wange und sammelte die vergossenen Tränen. Sein Oberkörper war nackt und sein Brustkorb geöffnet. Das Herz war deutlich zu sehen. Es trug einige Verletzungen. Nach und nach wurden diese Verletzungen mit Pflastern versorgt. Dann verschloss sich sein Brustkorb wieder und sein Oberkörper wurde mit einem Shirt bekleidet. Auf einmal befand sich mein Stiefsohn auf einer wunderschönen bunten Blumenwiese. Mein Mann und eine weitere Person standen ihm gegenüber. Langsam öffnete sich die Brust von jedem Einzelnen und ein 10 cm breites rotes Schleifenband trat hinaus. Diese 3 roten Schleifenbänder fuhren hoch zum Himmel und wurden dort zu einer riesigen Schleife verbunden. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass Gott bereits am Werk ist. Auch wenn ich es damals noch nicht sehen oder fühlen konnte, wusste ich, Gott arbeitet im Verborgenen und ich vertraue ihm. Es dauerte tatsächlich noch 1,5 Jahre, ehe sich das Band zwischen Vater und Sohn wieder verband. In dieser Zeit des Wartens zweifelten wir nicht einmal an Gottes Zusage. Und jetzt sind wir so dankbar über seinen Segen in unserem Leben. Und ich bin mir sicher, dass dieses Band, was im Himmel verbunden wurde, nie wieder getrennt wird.